Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser neuen, ich würde Podcast sagen, aber es ist eigentlich eine Vidcast-Folge. Wir sind nämlich hier in Berlin auf dem Event von Superteam und es geht um Blockchain. Wir sind hier in einem Event, wo Blockchain-Knowledge weitergegeben wird und deswegen haben wir hier bei uns auch sehr viele Leute, die sehr viel mit Blockchain zu tun haben. Speziell von der Solana Foundation ist das Ganze. Und wir wollen uns so ein bisschen angucken, wie kann man eigentlich als Entwickler überhaupt in dieses ganze Thema einsteigen. Weil das ist schon zugegebenermaßen komplex, aber nicht unschaffbar komplex. Und mit dabei ist kein geringerer als Niklas Stinfert, den ihr wahrscheinlich aus mehreren Folgen mit mir gemeinsam schon kennt oder aus seinen Videos selbstverständlich kennt. Er hat euch wahrscheinlich einiges beigebracht. Führender Blockchain-Experte seit meinem einen Bitcoin-Video, das ich damals mit Professor Rieck zusammen gemacht habe. Und der natürlich auch selbst Blockchain-Entwickler ist, hauptberuflich, wie wir alle wissen. Ich habe das Bitcoin-White-Paper damals gelesen. Geschrieben. Und wer weiß, insgeheim. Da würde ich jetzt nicht hier sitzen. Der hat bestimmt gut Bitcoin. Nee, aber freut mich da zu sein, Cedric. Schön, dass wir mal wieder zusammen Content machen. Ja, auf jeden Fall. Müssen wir öfters machen. Danke an Solana, dass Sie das hier möglich gemacht haben. Genau, und wir sind hier übrigens bei einem Hackathon, einem Grizzly-Thon heißt er offiziell, der noch eine Weile geht. Das heißt, wenn ihr mehr Informationen dazu wollt, unten in der Beschreibung ist alles verlinkt, was ihr braucht. Mit dabei ist es aber nicht nur Niklas, sondern auch zwei wundervolle Gäste. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Ihr dürft euch gerne einfach mal nacheinander vorstellen. Ja, ich bin Wolfgang. Ich habe mit zwei Freunden 2017 ein Unternehmen gegründet, was Infrastruktur für Blockchains betreibt, also auf unterster Ebene sozusagen Serverkapazität, Rechenleistung, Bandbreite für diese Blockchain-Netzwerke bereitstellt. Und wir validieren sozusagen Transaktionen in diesen Netzwerken und stellen sicher, dass diese Blockchains dauerhaft laufen und Entwickler darauf arbeiten können und Applikationen darauf bauen können, die von Leuten auf der ganzen Welt stetig genutzt werden können. Und diese Blockchains haben die einzigartige Eigenschaft, dass sie eben ständig online sein müssen. Deswegen sind wir auch in dem Geschäft von, hey, wir müssen genau schauen, dass unsere Infrastruktur niemals offline geht. Und wenn doch, dann müssen wir sofort Bescheid bekommen. Und genau, das ist mein Job und unser Business. Wir sind mittlerweile 25 Leute. Und mein Teil ist hauptsächlich, mein Part ist hauptsächlich, geht in Richtung Research. Ich versuche zu verstehen, welche Blockchain-Netzwerke warum interessant sind und wo die Reise hingeht. Das heißt, ihr stellt die Infrastruktur, wirklich die harten Rechenleistungen zur Verfügung, die man doch auch für Blockchain braucht, auch wenn man denkt, das Ganze ist ja Cloud und das ist eigentlich gar nicht mehr so da. Wir haben bei Niklas auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das heißt, da könnt ihr gerne auch schon mal reingucken. Ist auch selbstverständlich verlinkt. Und du hast gesagt, Entwickler können natürlich dann die Blockchain auch benutzen. Entwickler wie du. Ja. Was für eine Überleitung. Hi, mein Name ist Valentin, ich bin 17 Jahre alt und bin im DevRel-Team bei Solana Foundation. Das heißt ungefähr, dass ich Developer Relations mache, also Developer auf das Netzwerk bekomme, den existierenden Developern helfe, indem man Dev-Tooling zum Beispiel schreibt, Workshops, Tutorials, solche Sachen. Also krass, weißt du, was ich mache. Perfekt. Kannst du mich ablösen. Könnte ich machen. Fragen sich bestimmt jetzt manche so, was habe ich mit 17 gemacht? War ich nicht Blockchain-Entwickler. Ich habe immer in Informatik studiert mit 17. Mit 17? Ich kann da ein ganz bisschen mitteilen, aber ist schon krass. Also wer das jetzt hört und 17 oder älter ist und kein Blockchain-Entwickler, alles falsch gemacht. Würde ich nicht sagen. Will ich auch nicht sagen. Aber vielleicht können wir da schon direkt reinsteigen. Wenn du sagst, du bist Blockchain-Entwickler, dann schreibst du Software, die auf einer Blockchain läuft, aber nicht nur auf einer Blockchain. Also da gibt es ja mehrere Bestandteile. Was sind das für Bestandteile, die man daraus arbeiten sollte? Genau, also ich würde sagen, dass als Blockchain-Entwickler es gibt zwei sozusagen Arten. Es gibt Leute, die mit der Blockchain interagieren, also mit schon existierenden Programmen auf dieser Blockchain. Und es gibt Leute, die wirklich diese Programme auf dieser Blockchain schreiben. Diese Programme sind dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf irgendeiner Decentralized Finance App einen Trade gemacht habt, irgend sowas. Und dann gibt es die Leute, die halt mit diesen Programmen interagieren und das wären dann auch Blockchain-Entwickler. Also man muss nicht nur die Programme also auf der Blockchain schreiben, sondern man kann auch außerhalb sozusagen entwickeln. Und auf der Blockchain zu schreiben, ist dann im Endeffekt den Code, den du quasi schreibst, der wird auf dieser Blockchain ausgeführt.
Wie kann man sich das vorstellen? Wer führt diesen Code wirklich aus? Genau, also auf dem Netzwerk gibt es ganz viele Validatoren oder Miner in anderen Blockchains und diese Miner haben dann oder diese Validatoren haben dann diesen Code von deinem Programm auf deren Servern am Laufen und wenn sie eine Transaktion reinbekommen, exekutieren dann dieses Programm und so läuft das ungefähr. Schreibst du Software, die Wolfgang benutzt quasi? Ich schreibe keine Software, die Wolfgang benutzt. Aber das Software, die wahrscheinlich bei ihm ausgeführt wird. Richtig, genau, ja. Wir sind dann die Leute, die die Transaktionen von den Nutzern sozusagen bekommen, wenn sie die Applikation benutzen. Also Leute auf der ganzen Welt, die ein Crypto-Wallet haben und dann zum Beispiel die Centralized Finance Applikation benutzen, senden diese Transaktionen ans Netzwerk. Und wir sind sozusagen der Teil des Netzwerks, der diese Transaktion ausführt, guckt, ob diese Transaktion so ausgeführt werden kann. Weil zum Beispiel, sie muss bestimmte Regeln befolgen, sie braucht zum Beispiel eine Signatur von dem Wallet, mit dem sie versucht zu arbeiten und sie muss sich natürlich auch an die Regeln halten des Programms, das auf der Blockchain existiert. Und wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, führen wir diese Transaktion aus, inkludieren sie in den Block und verteilen sie im Netzwerk. Und das ist sozusagen der Zyklus von einer Transaktion vom Nutzer bis zu uns, zurück bis zum Nutzer, der dann ein paar 100 Millisekunden später oder ein paar Sekunden später sozusagen sieht auf seinem Computer, hey, das hat funktioniert und die Transaktion ist abgeschlossen. Die führt aber wirklich nur ein Validator dann aus. Also nicht jeder Validator da draußen macht das. Doch, Jeder Validator muss meinen Code ausführen. jeder Validator führt jede Transaktion aus. So wird eben sichergestellt, dass kein Schmuh betrieben wird und das ist sozusagen die Eigenschaft, die Blockchains besonders macht. Wenn du eine Solana-Node hochfährst, dann wird diese Solana-Node jede Transaktion ausführen, die in diesem Netzwerk passiert. Wenn ich mir überlege, dass ich jetzt, sagen wir mal, ein Spiel bei mir lokal ausführe auf meinem Computer, dann berechne ich zum Glück nur einmal das, was ich mache. Wenn ich mir jetzt überlege, dass jeder Validator, von denen es ja mehrere Tausende geben kann, oder im Zweifelsfall oder im besten Fall jeder sogar bei sich unterm Schreibtisch einen hat, dann ist das sehr, sehr viel Arbeit, die da verrichtet werden muss, oder nicht? Auf jeden Fall und ich glaube, das macht die Blockchain-Entwicklungsumgebung, wenn man wirklich Software schreibt, die auf Blockchains ausgeführt wird, so besonders. Es ist ein extrem resource-constrained Environment, also jede Interaktion, jede Ausführung von Code ist sehr teuer. Da kannst du vielleicht noch mehr zu sagen, ne? Das ist auf anderen Netzwerken noch sehr viel deutlich spürbarer, zum Beispiel auf Ethereum, wo eine Transaktion mal schnell 10, 20, 100, 500 Dollar kosten kann in Zeiten von sehr hoher Nachfrage. Bei Solana ist es deutlich günstiger, aber auch da hat man bestimmte Limitationen. Man kann nicht beliebige Form von Komputationen ausführen auf diesen Netzwerken. Aber trotzdem ist die Software Turing vollständig. Das heißt, ich kann eigentlich machen, was ich möchte. Man könnte, ja genau, also du könntest eigentlich machen, was du möchtest, nur dass es dann halt mit den Kosten sehr schnell Probleme machen kann. Okay. Das heißt, AI zum Beispiel auf der Blockchain zu betreiben, wäre keine gute Idee, weil die Kosten dann sehr hoch wären. Schade, das wäre schön gewesen. Aber wie verhinderst du zum Beispiel, dass, wenn ich jetzt Malware schreibe, dass ich nicht deinen kompletten Validator übernehme? Also die Transaktionen an sich haben natürlich, oder die Programme an sich sind gewissermaßen Sandboxed. Ne? Ich kann damit nicht beliebig irgendwie den Validator-Klienten verändern, sondern die Interaktionen, die möglich sind, beschränken sich auf die State-Maschinen, wenn man so will, die Blockchain ausmacht. Du hast einen gewissen State, das sind Programme, vielleicht kannst du da noch mehr zu sagen. Und das macht die Blockchain aus. Es gibt einen Status Quo, der beinhaltet zum Beispiel, welche Wallets haben welche Menge an Tokens, wie ist der Zustand von dem Programm und all diese Dinge. Und das folgt gewissen Regeln. Um das zu verändern, muss ich eine Transaktion schicken an das Netzwerk und nur so kann der State verändert werden. Und wenn der State verändert wird, dann wird jeder Knoten im Netzwerk wird sich das angucken und die Transaktion ausführen, wenn die Regeln und die Voraussetzungen gegeben sind. Aber ja, es ist eine sehr spezielle Umgebung. Und wenn der State nicht verändert wird, dann passiert eigentlich gar nichts. Dann muss sich niemand angucken. Genau, ja. Also in dem Fall ist unsere Aufgabe auch einfach, oder die Aufgabe des Netzwerks, bestehenden State zu pflegen, sodass er jederzeit abrufbereit ist. Nennt man bei uns so Data Availability, also die Daten müssen auch verfügbar sein und bleiben. Genau, das ist, kann auch
die Daten, die auf der Blockchain sind, die bleiben da. Ne? Der State bleibt da, der verschwindet nicht über Zeit. Also es ist persistent auf Ewigkeit. Solange das Netzwerk existiert, wird dieser State auch persistent existieren und verfügbar sein. Ein State kann dann zum Beispiel wie aussehen? Ein State kann, wie man es auf Solana Account nennt, kann so, zum Beispiel, ich weiß nicht, einen Link zu einem File auf irgendeiner anderen Blockchain zum Beispiel sein, der dann halt auf Solana ist, oder eine Nummer, die irgendwas sagt. Ja, genau, also die halt irgendwas herausgibt. Wenn man sich überlegt, eine völlig abstrakt, eine dezentrale Bank, ne, dann hast du Kontostände und die Kontostände stehen in Bezug zu Kontoinhabern. Und dieses Verhältnis, diese Daten, diese Beziehungen, die werden der State. Ja. Und wenn du den verändern möchtest, dann müsstest du eine Transaktion ausführen, die gewissen Regeln folgen muss. Nämlich, dass wenn du von Account X den Betrag Y subtrahieren möchtest, weil du es überweist an eine andere Person, dann muss das Konto gedeckt sein, sozusagen. Ja. Und wenn jemand dieses versucht, Überprüfen mache ich dann in meinem Smart Contract sozusagen. Genau. ja. Okay. Aber ein Smart Contract ist ja eigentlich dann so eine Art Backend-Code. Also eigentlich Code, der nicht beim Client ausgeführt wird, weil sonst könnte der ja cheaten. Wo liegt jetzt da, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Website habe, eine Web3-Webseite, die mit einem Smart Contract interagiert, wie baue ich das als Entwickler? Es gibt, also erstmal, es hängt davon ab, auf welcher Blockchain du bauen willst. Auf Solana gibt es zum Beispiel ein Framework, das Anchor heißt. Damit kannst du deine Programs, also deine Smart Contracts für die Blockchain schreiben. Und dann gibt es Packages, Frontend-Packages, die du in, ich weiß nicht, Next.js oder einer anderen Node.js-App benutzen kannst, mit der du dann mit diesen Smart Contracts interagieren kannst. Also eigentlich eine reguläre Web-Frontend-Seite, Ja. die im Backend einfach dann eine Blockchain hat. Genau, und man kann auf diesem Web-Frontend seine Wallets connecten, anmelden und dann diese Transaktionen unterschreiben und den State auf der Blockchain verändern. Und der State wird quasi durch den Smart Contract dann geprüft, der halt auf Validatoren läuft. Genau, ja. So, das ist so das Ökosystem, in dem wir arbeiten. Was mache ich, wenn ich private Sachen speichern möchte? Also sowas wie Passwörter oder Adressdaten. Was mache ich dann? Also erstmal Passwörter würde ich auf keinen Fall irgendwo online speichern. Ja, Am besten Fall. Kontext, die Blockchain ist ja für jeden lesbar, Ja. jederzeit. Genau, aber dann gibt es auch Encryption, falls man, ich weiß nicht, wenn du zum Beispiel Fotos von deiner Familie, von deinem Urlaub auf der Blockchain hochladen willst, kannst du das mit Asymmetric Encryption machen und dann kannst halt nur du diese Fotos wirklich ansehen. Und ein reguläres Backend jetzt zum Beispiel noch zusätzlich zu inkludieren, macht das Sinn? Es kann in manchen Fällen Sinn machen, ja, zum Beispiel eine Postgres-Database zu benutzen, um User, also weil es ist, wie gesagt, es kann sehr teuer werden, auf der Blockchain Data zu storen und falls man also viel Strings, also viel Text hat, ist es manchmal wichtig oder gut, eine Web2-Database auch zu benutzen. Ja. Das heißt, wir mischen eigentlich so ein bisschen dieses klassische Webentwickeln, also Webseite, Backend, Datenbank und packen da noch so eine zusätzliche dritte Schicht rein, so eine Art Datenbank eben im Web3-Bereich, wie eben eine Blockchain, wo dann noch der Smart Contract draufläuft. Genau, ja. Also ich würde auf jeden Fall diese Web3-Datenbank nur benutzen für wirklich wie Tokens zum Beispiel. Also falls ich jetzt dir 10 Solana schicken will, dass man halt dann verifizieren kann, dass ich dir 10 Solana geschickt habe sozusagen, dass da nichts geschmuggelt wurde oder so, was mit einer Web2-Database viel nicht so möglich wäre. Okay, das heißt, ich möchte eigentlich meinen Backend-Code für jeden öffentlich einsehbar machen, dadurch so eine Art Open-Source-Umgebung schaffen, ist das ungefähr? Also diese Programs sind nicht immer Open Source. Auf Solana, auf Ethereum ist das anderes. Jeder kann ein Programm ansehen, aber die meisten Solana-Programme sind auch Open Source und Leute können auch damit interagieren. Genau, ja. Also eine Art, ich kann während der Laufzeit den Code einsehen und verifizieren, was ausgeführt wird.
Ja, Ja. du kannst den Code jederzeit auch lokal ausführen. Du kannst das alles testen. Das ist alles, wie gesagt, öffentlich verfügbar jederzeit. Du kannst hier lokal jeden Smart Contract runterladen sozusagen und auch emulieren, was hätte die und die Interaktion für Auswirkungen auf den State. Also gibt es, nur ich das auch genau verstehe, gibt es denn überhaupt immer wirklich das klassische Backend oder ist es nur eine Nee, das ist, glaube ich, also manchmal. sagen wir mal, ich habe irgendwie sagen wir eine Webanwendung oder so, die irgendwie in JavaScript läuft und mache ich jetzt Requests an das Solana Netzwerk direkt vom Client oder ist da noch ein Backend dazwischen? Wahrscheinlich nicht. Du machst das direkt vom Client. Direkt vom Client. Ja. Genau. Und ich muss dann ja noch irgendwie in bestimmte Solana-Logiken formulieren. Ja, also irgendwie den Smart Contract erstmal designen. Das ist ja dann wahrscheinlich nicht in meinem JavaScript-Code selbst, sondern da wird irgendwie Rust, C++, glaube ich, und so weiter verwendet in Solana. Wo wird dieser Code ausgeführt? Wie funktioniert das zusammen? Also ja, genau. Diese Programs, also auf der Blockchain, nicht Client-Side, sind normalerweise nicht in JavaScript geschrieben und werden deshalb auch nicht in JavaScript ausgeführt. Auf Solana kannst du zum Beispiel Smart Contracts in Rust schreiben. Solidity ist auch mit einem Compiler schon dabei. Python ist auch mit einem Compiler dabei. Man kann sehr leicht mit Python Solana-Programme schreiben. Ja, Wo werden die ausgeführt? Cool. Wo läuft dieser Rust-Code zum Beispiel? Dieser Rust-Code wird dann compiled und auf die Validatoren sozusagen gemacht, damit die Validatoren diesen Code haben. Ja, du hast bei Solana, also die Runtime ist, wenn ich da jetzt kann sein, dass ich was Falsches sage, es geht so ein bisschen ins sehr technische, aber du hast verschiedene Frontends, so wie Rust, wie C, potenziell noch andere Sprachen und dann hast du die LLVM-Compiler-Infrastruktur, die daraus BPF-Bytecode macht letzten Endes. Und du kannst an sich, da das alles über LLVM irgendwie zusammenläuft, kannst du an sich beliebige Sprachen als Basis nehmen, um deine Smart Contracts zu schreiben. Und angestrebt wird auch, dass auch wenn du in verschiedenen Sprachen schreibst, diese Programme nativ sozusagen interoperabel sind. eBPF oder BPF, glaube ich, auch typed ist jetzt, wurde viel daraus gemacht von den Linux-Entwicklern. Es ist jetzt nicht mehr nur ein Packet-Filter, sondern viel mehr. Im Grunde der ganze Kernel ist im Grunde, dadurch programmable. Und ja, theoretisch kannst du jede beliebige Sprache, glaube ich, in der Zukunft wirst du nutzen können, um Smart Contracts zu schreiben. Du compilest das Ganze. Und das Ganze ist trotzdem auf Bytecode-Ebene sozusagen interoperabel in einer sehr sicheren Art und Weise, was spannend ist. Da gibt es noch einiges an Arbeit. Der Bytecode liegt jetzt auf meiner Maschine und du hast auch auf deiner Maschine. Richtig. Und wir führen das beide aus und wir checken, dass das kryptografisch, dass das alles passt und so weiter. Richtig, ja. Die Validatoren, kriegen die den auch? Wenn es gibt einen neuen Smart Contract, woher? Also wie ist der Mechanismus, wie das propagiert wird? Bist du als Validator darüber was sagen? Ja, also auch wenn du zum Beispiel Programme hochlädst auf die Blockchain, ist dann auch Transaktionen, so wie alles andere. Okay. Und dadurch, dass die Programme auch teilweise ziemlich groß sind, ne, die können, glaube ich, bei Solana bis zu 10 Megabyte sein, wenn ich mich nicht täusche. Sind die dann auch immer in der kompletten Blockchain? Das heißt, wenn ich die jetzt runterladen würde, dann hätte ich von jedem Code, also jeden Code bei mir auch? Ich glaube, ja. Ne? Also der ganze also mit den Programs ist es so, dass ich glaube nur die letzten 1000 Programs, die gecallt wurden, also die jemand benutzt hat, wirklich auf den Validatoren gespeichert werden. Und falls ich jetzt einen anderen Program benutzen will, dann wird das irgendwie anders dann wieder benutzt, also wieder. Ich bin mir nicht sicher, es kann sehr gut sein, dass ich was Falsches sage. Also alle Programme, glaube ich, sind on-chain. Sind alle on-chain? Also es geht, glaube ich, dann um Caching, ne? Was für Programme sind schneller abrufbar für die Knoten, weil natürlich Cache ist teuer oder Memory ist teuer. Das ist dann wahrscheinlich ist es dann so ein Full-Node oder Thin-Node-Ding, oder? Also es ist ja dezentral, das heißt, es muss ja irgendwo liegen. Ja. Gibt es dann quasi Full-Nodes, die allen Bytecode aller Zeiten haben, aber ich kann, wenn ich will, auch im Netzwerk als Thin-Client mitspielen und habe jetzt nicht alles gecached? Solche Ansätze gibt es auf jeden Fall in unserer Branche. Das sind dann zum Beispiel Light-Clients, die wahrscheinlich verifizieren nur Transaktionen. Also da gibt es verschiedenste Ansätze. Du könntest zum Beispiel auch sagen, ich will nur als Knoten interessieren mich nur die und die Smart Contracts und alle anderen Interaktionen im Netzwerk ignoriere ich, weil sie für mich nicht wichtig sind.
Also du kannst auch sehr selektiv sagen, ich möchte nur eine sehr spezielle Perspektive haben von diesem Netzwerk und mich interessiert, der Großteil interessiert mich gar nicht. Mich interessiert nicht, was die NFT-Bros für Katzenbilder hin und her schicken auf der Blockchain. I don't care. Ich kümmere mich nur darum, dann kannst du das auch sehr gezielt ausblenden. Es ist alles noch so ein bisschen in der Mache. Nichts davon ist schon so, dass man sagen kann, es ist schon perfekt und so soll es sein. Das ist noch eine sehr junge Industrie und viel davon entsteht gerade. Es ist wirklich noch sehr viel Infrastrukturarbeit, die auch geleistet werden muss. Aber dadurch hast du eben auch die Flexibilität, Dinge noch zu gestalten. Das ist, glaube ich, wenn das Ökosystem jetzt schon sich ausgestaltet hätte und alles fix wäre und in Stein gemeißelt, dann wäre, glaube ich, auch was schiefgelaufen. Weil viel von der Entwicklungsarbeit, die jetzt stattfindet, ist, glaube ich, sehr agil und richtet sich danach, wie formen sich diese Ökosysteme wirklich aus, wie sind die Applikationen wirklich aufgebaut, was ist tatsächlich die Erwartungshaltung auch an der Blockchain. Was macht man am Ende damit dann auch? Ich meine, das ist ja auch maßgeblich dann irgendwie relevant, was wir für ein Backend brauchen, was wir dann am Ende ausführen wollen überhaupt. Gute Frage eigentlich an der Stelle, was genau machst du gerade? Also was programmierst du auch aktuell? Es ist ein bisschen alles. Also ich versuche wirklich viele Möglichkeiten auf Solana zu programmieren, zu benutzen, um halt ein bisschen über alles etwas zu wissen, Okay. damit ich auch Leuten helfen kann zum Beispiel. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es gibt NFTs, dezentralisierte Finanzen. Es gibt dezentralisierte Storage. Also kann man zum Beispiel sehr, sehr billig Fotos etc. auf einer Blockchain speichern. Was gibt es noch? DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, Solana Pay auch für Payments. Solana Pay ist sehr, sehr interessant, falls ihr mal Lust habt, euch da zu informieren. Solana Pay ist, glaube ich, auch cool, da mal einzusteigen, weil es, glaube ich, zeigt ganz gut, was für mächtige Werkzeuge du als Entwickler in die Hand bekommst. Also wenn du überlegst, du willst eine Payment-App bauen, also wenn du das in der Web2-Welt machen kannst, dann musst du ja schon, also wenn du anfängst Geld zu raisen und du sagst, du willst eine Payment-App bauen, dann kannst du ja gar nicht erst anfangen, bis du nicht mindestens 25 Millionen geraced hast, weil allein um die Regulatorik abzudenken, die ganze Legal-Seite und Zahlungsverkehr internationalen, wird so schnell so groß. Als Blockchain-Entwickler kannst du relativ einfach, du kannst eine Frontend bauen, ne, das du irgendwo hochlädst, und das Backend ist aber die Blockchain. Und was du damit in die Hand bekommst, ist sozusagen die Möglichkeit, zum Beispiel Dollar, digitale Euro auf der ganzen Welt für einen Bruchteil von einem Cent innerhalb von Millisekunden zu transferieren. Und all das ist sozusagen abstrahiert. Du sagst nur noch, dass Solana Pay ist sozusagen dein Backend für all diese Transaktionen. Du implementierst es nicht selber, du nutzt bestehende Infrastruktur. Du nutzt auch, glaube ich, den Reach von Solana. Ja, jeder auf der Welt mit einem Telefon, das internetfähig ist, kann theoretisch diese Applikation benutzen. Und du als Entwickler bekommst sozusagen dieses extrem mächtige Finanzprimitiv, dass du für den Bruchteil von einem Cent global Geld, in dem Fall digitale Dollar, digitale Euro, hin und her schicken kannst. Was als Entwickler schon ein sehr mächtiges Werkzeug ist, wenn man sich überlegt, was PayPal zum Beispiel deutlich teurer machen würde. Genau. Aber auf der anderen Seite muss der Shop das ja dann auch akzeptieren, oder? Richtig, ja. Das heißt, wenn der es nicht möchte, dann ist es gleich vorbei. So ein bisschen Chicken and Egg, ne? Auch viele Merchants, das kriegt man gar nicht als Retail-Kunde, kriegt man das gar nicht so mit, aber ne, wenn du mit Kreditkarte zahlst, sind ja 2,5% direkt oft weg. Ja. Also jeder, der Online-Zahlungsverkehr abwickelt, auf der anderen Seite nicht als derjenige, der bezahlt, sondern der hintenrum auch dadurch, also sein Geschäft darum aufbaut, vielleicht kennt ihr das auch, ist davon betroffen, und ich glaube, da kann sich durchaus was verändern, ne? Wenn du sagst, als jemand, der online Zahlungsverkehr abwickelt und darauf angewiesen ist, dass Leute dich online bezahlen können, ist vielleicht die Fee von einem Bruchteil von einem Cent irgendwann zu interessant, dass du dann doch irgendwann mal sagst, ich hole mir jetzt einen Wallet und ich akzeptiere die Zahlung auch, ich akzeptiere Solana Pay, und es ist ein bisschen so ein Chicken-and-Egg-Problem zurzeit, auf jeden Fall. Ich als Expat muss hier immer in die enttäuschten Augen jedes Taxifahrers blicken, wenn ich sage, ich will mit Karte zahlen, weil die natürlich
am Ende ein bisschen weniger Geld bekommen. Das ist in dem Fall der Anbieter, der das dann quasi zahlt, die Gebühren. In London, ich bin das halt so gewohnt, das bargeldlose Zahlen. In England, Cash ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Ich habe meistens nichts dabei. In London hat man es auch ab und zu mal, dass so ein Black Cap Bitcoin akzeptiert. Also ist jetzt schon... Bitcoin dann wirklich? Ja. Weil so eine Bitcoin-Transaktion ist ja schon teuer. Also meistens über irgendwelche, die wollen dann irgendwie bei Coinbase oder so, ne? Oder irgendwas, ne? Also jetzt nicht so, hier ist meine Adresse, sondern ich habe irgendwie auf den und den Plattformen einen Account. Aber immerhin. Ja, das ist auf jeden Fall beeindruckend, ja. Und wenn ich, also jetzt nochmal von dir gesprochen, du entwickelst gerade Software für die Solana Foundation. Genau, ja. Aber wer bezahlt dich? Also wie läuft das Ganze ab? Wie bist du Entwickler geworden? Genau, ich habe vor ungefähr 1,5 Jahren angefangen auf Solana zu entwickeln. Ich habe, glaube ich, auch eins meiner ersten Projekte war mit Solana Pay, einen Storefront sozusagen zu machen. Und langsam bin ich wirklich in das Ökosystem immer mehr reingekommen, habe viele Leute kennengelernt etc. Und während dem Breakpoint, der jährlichen Solana-Konferenz, habe ich dann mit Solana Foundation-Leuten ein bisschen gesprochen und habe dann diesen Job bekommen. Das heißt, du bist tatsächlich angestellt bei der Solana Foundation? Genau, ja. Okay. Wow. Mit 17? Mit 17. Machst du gerade deine Schule, dein Abi? Ich habe dieses Jahr jetzt Abi. Also nebenbei so? Ja, ich arbeite Halbzeit, aber ja. Halbzeit. Sehr cool. Zahlen Sie gut? Kann sein, ja. Kann sein. Kann sein. Ja, Deutschland. Darf man nicht fragen, aber da überhaupt, also ist schon krass auf dem Lebenslauf. Ja. Du hast ja mit 15 angefangen oder so, ne? Ja, 15,5 oder so, ja. Und es war deine erste Programmierentscheidung, dass du mit Solana arbeitest. Du hast nicht davor irgendwie gesagt, ich hätte jetzt Bock, irgendwie ein Game zu entwickeln oder so. Nee, ich habe erstmal mit React ein bisschen angefangen, JavaScript, Chrome-Extensions zu bauen. Und genau, ich glaube, als Web2 Full-Stack-Developer kann man sehr, sehr leicht in Blockchain reinkommen und sehr schnell lernen. Ja. Weil du halt sozusagen eigentlich Web2 baust, nur halt mit diesem Web3-Layer noch dazu. Genau, ja. Und man muss nicht mal Rust kennen oder so, um wirklich Programme zu schreiben, sondern es gibt schon sehr viele Programme und Integrationen, die man einfach nur auf dem Frontend selbst bauen kann. Okay, das heißt, Client-Side. du baust eigentlich meistens immer noch Webseiten? Es hängt davon ab, aber man baut sehr oft halt solche Clients. Ja, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir auf meiner Webseite einen Shop einbauen möchte und dort dann wirklich das Ganze programmieren möchte. Also ich habe, sagen wir mal, eine bestehende Webseite, da ist alles ganz normal dran. Ich möchte jetzt einfach, sagen wir mal, Solana als Zahlungsmittel akzeptieren. Ja. Was müsste ich tun? Du müsstest JavaScript Basics kennen und halt auch, um deine Webseite zu machen, HTML vielleicht und so JavaScript. Sonst brauchst du nichts, weil zum Beispiel Solana Pay, wie er es gesagt hat, schon alles für einen gemacht hat. Die Programme und so sind schon auf der Blockchain und du musst einfach nur noch deren SDK benutzen und kannst das dann in deine App einbauen. Das heißt, ich binde quasi einfach ein JavaScript SDK ein, sage, das ist meine Solana-Adresse, überweist mir Geld hierher und dann fertig. Genau, ja. Kannst du ihm sagen, wie viel du willst, die Person holt sein Handy raus und kann das scannen und dann fertig. Ja. Was auch interessant ist, glaube ich, oft, wenn man als Entwickler steht, man ja, glaube ich, im Erfolgsfall dann oft vor der Thematik, wie skaliere ich das dann, das Backend vor allen Dingen. Ne? Das ist auch eine interessante Komponente da, weil, glaube ich, in dem Fall angenommen, du baust irgendeine Finanzapplikation, die Skalierung löst die Blockchain für dich oder beziehungsweise ist abstrahiert, andere Leute müssen das Problem für dich lösen, in dem Fall das Netzwerk selber. Wenn du eine Applikation oder einen Smart Contract auf dieser Blockchain hochlädst, ne, du bist nicht dafür verantwortlich, dass dieses Ding skaliert, wenn es 100 Millionen Leute nutzen. Interessanterweise musst du es nur hochladen. Du bist in keinem Fall involviert, damit dieses Ding zu skalieren. Das machen andere, das macht das Netzwerk, das machen Validatoren. Das ist ein interessanter Gedanke. Das heißt, technisch besprochen ist es eigentlich Software as a Service. Ja, kann man vielleicht so sagen, ja. Zumindest Backend as a Service, könnte man sagen. Oder Backend as a Service. Ja, je nachdem, was du benutzt. Wenn du Solana Pay benutzt, dann hast du direkt Software as a Service schon fast.
Faszinierend. Gut, wenn ich jetzt Morpheus bin, ich sehe schon nämlich, mal bald gibt es bei der Morpheus Academy Solana als Zahlungsmittel. Kann man überhaupt schon was kaufen bei dir? Man kann tatsächlich. Man kann was mittlerweile. kaufen. Ja. Konnte man neulich noch nicht. Oder vor einiger Zeit noch nicht. Doch. Ja? Ja, Ah, bei Release schon tatsächlich. Okay. Also wir haben noch nicht wirklich Sachen, die wir verkaufen, weil wir ideologisch dumm sind und einfach alles gratis anbieten wollen. Ja, das ist tatsächlich ein sehr, Fehler. sehr dumm. Aber man kann also dann irgendwie bald ja bei dir bestimmt in Solana bezahlen. Jetzt habe ich natürlich, wenn ich so eine Webseite habe, ich habe einen Shop, ich bin Morpheus Academy, dann soll man sich irgendwie einloggen, man hat ein Nutzerkonto und so weiter. Das ist ja jetzt wahrscheinlich noch nicht gleich alles in der Blockchain. Wer weiß, irgendwann ist auch die Identität und der Login vielleicht dann über die Blockchain. Ginge ja auch, haben Das wir könnte man dann in meiner anderen Folge ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Wenn ich jetzt nur das Payment mache, dann habe ich ja quasi die Wahl. Denn eigentlich, wenn ich es dann erstmal, wäre es ja eigentlich naheliegender aus dem. Ihr habt jetzt immer nämlich gesagt, dass ich direkt aus dem Frontend dann quasi mit der Blockchain interagiere und sie wird quasi mein Backend. Naheliegender wäre in deinem Fall aber doch, dass dein Website-Backend mit Solana spricht, oder? Also ich habe eigentlich die Wahl, wie ich das designen will. Muss eigentlich nicht. Also ich meine, wenn ich meinen Schlüssel einfach angebe und sage, ich hätte ganz gerne eine Zahlung, schick mir mein Geld hierher. Und dann müsst ihr wie kriegt mein Backend dann mit, dass diese Zahlung erfolgt ist? In Solana Pay, es wird jetzt ein bisschen technisch, kann man etwas, das nennt man eine Reference, in eine Transaktion einbauen. Das heißt, dass auf der Chain dann diese Reference da ist. Und mein Backend checkt einfach die Genau. Reference auf der Blockchain Genau. selber nochmal. es schaut dann irgendwie alle 0,05 Sekunden oder so, also alle 0,5 Okay, Sekunden, ja. ob diese Reference auf der Blockchain existiert. Okay, ja, verstehe. Das heißt, ich würde den kompletten Zahlungsverkehr, da wäre eigentlich keine Interaktion mehr zwischen meinem Frontend und meinem Backend. Die würden ja beide nur noch mit der Blockchain sprechen, wenn ich Ja. diese Zahlungsmittel eingebe. So das eigentlich auch jederzeit nachvollziehen kann. Genau, ja. Du würdest auf deinem Frontend dann die Bezahlung machen und auf deinem Backend halt schauen, wann diese Reference, also wann eine Transaktion mit dieser Reference existiert. Die Interaktion, wenn jetzt nicht die komplette Login-Logik über die Blockchain läuft, dann wäre die Interaktion halt, dass dein Backend das merkt und das dann ja trotzdem wieder an eine Client-Session koppelt. Genau. Ne, dass dieser Nutzer ist eingeloggt, der hat bezahlt, wahrscheinlich checkst du es auch nicht jedes Mal über die Blockchain, sondern einmal und speicherst es dann eben doch in deiner lokalen Datenbank. Ja. Wenn man so einen Schritt weiter denkt, dann könnte man natürlich sagen, ich habe am Ende wirklich vielleicht fast gar kein Backend mehr auf meiner eigenen Webseite, weil auch der Login selbst ist dann schon, da in meinem Browser ruft die Webseite ab und ich bin sofort eingeloggt, denn auf meinem Computer liegt mein Private Key. Genau. Der weiß sofort, ich habe bezahlt, denn auf meinem Computer liegt mein Private Key und es ist alles für mich konfiguriert, ohne irgendeine REST API oder sonst was im Hintergrund. Und das Faszinierende ist ja dann doch, wenn ich einen Private Key habe, mit dem ich mich sozusagen bei meiner Applikation authentifiziere, dann ist mein Passwort eigentlich useless. Dann brauche ich eigentlich kein Passwort mehr, sondern habe einen sichereren Mechanismus, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt mehrere Wallets auf Solana. Bekannte sind Phantom, Glow, Backpack zum Beispiel. Und du könntest jetzt auf irgendeine Solana DApp gehen, Decentralized App, und dich mit diesem Wallet einloggen. Und es klappt dann so, dass die DApp weiß, was dein Public Key ist. Und du hast dich, indem du bei deinem Wallet auf Connect gedrückt hast, eingeloggt in die App. Das ist also wie ein Login sozusagen mit einem sehr guten Passwort. Also man braucht eigentlich kein Passwort mehr. Das ist auch so ein bisschen die Zukunft, glaube ich, wo es hingeht oder hingehen sollte. Auch an jedes Telefon, das wir in der Hand halten, hat irgendwo eine sichere Enklave, wo du theoretisch einen Private Key speichern könntest, ohne dass das Betriebssystem die theoretische Möglichkeit hat, den abzurufen. Da muss ich doch direkt mal wieder was rausholen, was ich eigentlich... das geht nicht, weil da so viele Kabel drin sind, weil ich habe einen YubiKey dabei. Den kennen meine Zuschauer sicherlich. Kann man da so einen Solana-Key oder generell einen Crypto-Key auch drauf speichern? Einfach? Es gibt viele Netzwerke, die YubiKey unterstützen. Solana weiß ich jetzt gar nicht, aber theoretisch sicher möglich, ja. Genau. Das heißt, ich habe quasi meinen Schlüssel eigentlich auf meinem Hardware-Key dabei. Niemand kann ihn klauen, aber ich kann damit trotzdem Unterschriften einfach erstellen, mich bei Diensten einloggen. Richtig. Wäre das dieses sichere Login, von dem alle reden, oder ist da irgendwo so eine Lücke, die man noch angreifen kann? Ich glaube, es wäre genau das. Ich glaube, die Zukunft ist, dass du ein iPhone hast, du hast eine sichere Enklave, wo dein Private Key ist, du verifizierst dich über deinen Fingerprint oder Face ID und authentifizierst dich damit auf verschiedenen Applikationen, ohne mit Passwort-E-Mail-Kombinationen hantieren zu müssen in der Zukunft und hast ganz andere Garantien natürlich, Sicherheitsgarantien.
aber auch eine ganz andere Convenience als Nutzer. Ich muss dazu ganz schnell sagen, dass es ein kleines Problem gibt, ist, dass man, wenn man seinen Private Key verliert, das halt ein Problem sein kann, weil man dann nicht mehr, also eigentlich seinen Account sozusagen verliert. Rein, ja, genau. Aber dann könnte man ja wiederum auf ein Backup gehen und dann natürlich wieder das Ganze herstellen und dann hat man wieder seinen Private Key und kann wieder alles machen. Falls man den in einem Backup hat, ja. Faszinierende Möglichkeiten. An der Stelle muss ich leider das Ganze auch schon wieder zum Ende bringen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Vielen Dank für diese Eindrücke. Vielleicht sind wir jetzt heute ein paar Misconceptions, wie man so schön sagt, losgeworden, dass wirklich irgendwie Web3 alles revolutionieren möchte. Vielleicht ist es auch einfach nur in manchen Bereichen eine kleine Alternative. Aber ich fand es sehr, sehr bereichernd. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall. Vielen Dank Ihnen. Danke, dass wir hier sein durften. Du darfst die letzten Worte haben. Ich darf die letzten Worte, ich liebe es, das letzte Wort zu haben. Genau, deswegen. Hat super viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Falls jetzt jemand noch Lust hat, ein bisschen mehr über die Business-Seite zu sprechen und noch ein bisschen was im DeFi-Bereich, im Blockchain-Bereich so geht. Wir haben uns gerade vorher noch mit interessanten Menschen, mit dir unter anderem, aber auch mit noch 2 anderen Gästen unterhalten über Blockchain. Die Folge werden wir dann auch alle cross verlinken. Genau, und in der Beschreibung und in der Endkarte selbstverständlich. Ja. Außerdem haben wir hier noch 2 Blockchain-Developer, die ebenfalls relativ jung aussehen. Ihr könnt euch gleich einmal vorstellen, es ist ja wirklich unfassbar. Die Blockchain-Development-Community ist doch deutlich jugendlich vertreten heute. Nämlich... Also ich bin der Yusuf, ich bin auch Blockchain-Developer, mainly Solana. Und ich und 2 weitere Freunde von mir, wir haben Staking Capital gegründet. Eine Plattform, ein Website-Builder im Prinzip, um NFT-Staking-Seiten zu bauen. Und ich bin außerdem Super-Team-Member. Ihr habt eine Website gefunden. Wie alt bist du? 17. Also es ist im Prinzip ein Website-Builder, mit dem man seine eigenen NFT-Staking-Webseiten erstellen kann. Also im Prinzip Frontends für bestimmte Smart Contracts, sage ich mal, die man dann anpassen kann und dann werden die halt deployed, jetzt wie bei... Also eine Art Baukasten, genau. Sagen, der es anderen zugänglicher macht, auf die Technologie zuzugreifen. Exakt. Okay, das ist 17. Ja. Krass. Und du? Ich bin Justin. Ich bin nicht ganz so jung mehr, 22, aber ich würde mal sagen, ich war in einem ähnlichen Alter wie Yusuf, als ich mich das erste Mal im Blockchain probiert habe. Damals gab es ja noch kein Solana. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es das schon gab, aber zumindest gab es kein Mainnet, das offiziell verfügbar war. Ja, ich bin jetzt gerade so in Solana reingerutscht, mehr oder weniger, mit dem Hackathon. Heißt, ich bin noch relativ am Anfang, aber baue jetzt für den Hackathon mein erstes Projekt. Habe davor ab und zu mal was auf Ethereum rumprobiert. Und was baust du? Ich baue eine Lernplattform. Vielleicht nicht unbedingt Lernplattform, doch zum Teil. Also eine Visualisierungsplattform für Solana, mit der man die Möglichkeit hat, visuell mit Codeblöcken sich ein Puzzle zu bauen und Solana-Programme zu runnen im Endeffekt. Sodass man, es fehlt so dieser visuelle Kontext im Allgemeinen ein bisschen in Solana, finde ich. Also es ist sehr, sehr technisch alles und einfach nur in Schrift dokumentiert, nicht so gut veranschaulicht. Das versuche ich so ein bisschen zu beheben. Also es ist eine Lernumgebung für Leute, die Solana lernen wollen? Es ist quasi ein visueller Playground für Solana. Genau, also es gibt Solana Playground, das ist ein Online-Visual Studio Code quasi. Und sagen wir mal, eine visuelle Art, das Ganze zu betreiben. Also quasi wie eine Programmierumgebung dann auch, so Building-Blöcke? Ja, genau, aber es ist aber alles visuell abstracted, so. Erinnert mich so ein bisschen an Lego Mindstorms. Ja. Kennt ihr das? Ja. Ich habe früher Lego Mindstorms haben wir in der Schule gemacht. Da konnte man dann so if und for und alles in so Blöcken hin und her schieben. So und in einer Art und Weise, ja, genau. Lego-Roboter programmieren. Ja. Schön. Das heißt aber, ihr entwickelt eigentlich beide Frontend hauptsächlich. Beides. Also in unserem Fall ist sehr viel mit Smart Contracts, auch Web 2. Also bei uns ist es eine Kombination von sehr viel Web 2 auch, aber sehr viel Frontend-Work auf jeden Fall, aber auch sehr viel Smart Contracts, Solana Programs. Also eigentlich alles. Eigentlich alles dabei, genau. Was genau macht euer Smart Contract in dem Fall dann? Also bei NFT-Staking, worauf wir uns jetzt spezialisiert haben, da geht es einfach darum, dass Leute auf eine Webseite gehen und ihre NFTs im Prinzip einfrieren. Dann können die nirgendwo hinbewegen und kriegen dafür einfach Daily Rewards.
in Tokenform. Genau. Wo kommt das Geld her? Das kommt dann von den Leuten, die das NFT-Projekt erstellt haben. Also im Prinzip kommen die Projektbesitzer, die ein NFT-Projekt haben, zu uns und sagen, hey, wir wollen für unsere Community so eine Staking-Seite. Da kann dann die Community hingehen, ihre NFTs einfrieren, kriegen die Token-Rewards. Und das hat halt einfach den Vorteil, dass die NFTs im Prinzip nicht im Umlauf sind und der Wert von denen sozusagen steigt eigentlich. Okay. Und die haben halt auch, genau, und die kriegen halt durch diese Token Rewards auch nochmal einen Wert, weil man mit den Tokens dann in der Regel auch noch was anfangen kann. Es bildet dann im Prinzip so ein Ecosystem und unsere Smart Contracts sind im Prinzip dafür da, diesen ganzen Staking-Vorgang, dass die NFTs eingefriert werden und wieder rausgenommen werden können, den ganzen Vorgang, und dass wir halt den Website-Builder haben noch. Das ist ein sehr großer Teil, dass jeder einfach hingehen kann und seine eigene Seite separat deployen kann. Ja. Und das dann, ja, genau wie du schon gesagt hast, so eine Art Baukasten. Ja. Also ich habe es noch nicht ganz genau verstanden. Also ist es so, dass ich quasi ihr seid ja nur die Plattform, ja? Das heißt, das NFT wird eingefroren, in dem Moment gehört es dann jemand anderem, also leihe ich jemandem quasi mein NFT und die zahlen mir Zinsen, oder? Also bei selbst wenn es jetzt Solana selbst ist, würde ich es verstehen. Also da gibt es ja viel so Staking-Pools. Hatten wir, wie ist die Staking Facilities GmbH, ne? Hatten wir Wolfgang, die haben, glaube ich, auch das, dass man sagt, okay, weil ich jetzt nicht alleine genug Stake habe, um irgendwie im System mitzuarbeiten, kann ich denen ein bisschen Solana geben und die packen das alles in einen Pool und ich kriege dann irgendwie 6% pro Jahr oder so an Return, erwarteterweise weil da einfach neue Tokens, neue Solanas gefunden werden. Aber NFTs arbeiten ja in dieser Weise nicht, oder? Genau, also das funktioniert eher anders, und zwar werden die Rewards, die halt da verteilt werden, von den Projektbesitzern zur Verfügung gestellt. Das heißt, die haben dann nochmal ihren eigenen Token. Also wir haben auch die Funktion sozusagen, dass Leute bei uns ihre Tokens erstellen können, die sie an ihre Community verteilen wollen. Und die Tokens bieten in der Regel halt irgendeinen Mehrwert. Die sind vielleicht ein Access in irgendein weiteres System, oder du kannst irgendwelche besonderen Sachen damit kaufen und so weiter. Das ist also ein eigener Coin quasi. Genau, ein eigener Coin. Das ist nicht, ich kriege nicht irgendwie Solana oder Bitcoin, genau, dafür, dass ich ein NFT genau. Du kriegst dann deinen eigenen Token einfach, genauso wie, ich weiß nicht, es gab jetzt letztens Bonk beispielsweise auf Solana, was relativ explodiert ist. Vielleicht ein ganz gutes Beispiel ist Famous Fox Federation. Genau, Famous Fox Federation. Die haben auch relativ guten Token, glaube ich. Genau, die haben einen eigenen Token, die haben auch eigene NFTs und die haben eine ganze Utility-Plattform gebaut, um diesen Token und um deren NFTs im Prinzip. Und wir supporten Projekte dabei, ihre Utility sozusagen zu erweitern, dass Holder mehr Vorteile haben an der Collection. Das heißt, wir versuchen, dem Projektowner zu helfen, ihre Kollektion attraktiver zu machen, indem wir ihnen unterschiedliche Systeme wie NFT-Staking anbieten oder halt... Das heißt, sie frieren quasi ein und bekommen eigentlich Mehrwerte, die andere sponsern dann für diese NFTs sozusagen. Einmal zum Durchlaufen vielleicht. Also Beispiel wäre, du erstellst eine NFT-Collection, dann bietest du eine Staking-Plattform an und du hast deinen eigenen Token auch mit kreiert. Und dann können Leute ihre NFTs auf der Staking-Plattform einfrieren, bekommen dafür dann den selbst erstellten Token. Dadurch, der Incentive dabei ist, dass weniger NFTs im Umlauf sind, der Supply geringer ist, theoretisch der Wert dadurch höher wird von den einzelnen NFTs, weil der Supply durch Staking verringert wird, der gerade auf dem Markt erhältlich ist. Und diese Tokens dann, die haben keinen wirklichen Wert erstmal. Genau. Natürlich haben die dann den Wert, hinter dem die Utility steckt. Also das heißt dann zum Beispiel, dass du mit dem Token an Gewinnspielen teilnehmen kannst. Das ist dann zum Beispiel ein Gewinnspielticket, kann dann 5 von diesem Token kosten. Und dann ist das vielleicht eine Woche Staken, ist vielleicht 5 Tokens wert, und dann kannst du quasi ein Ticket bei einem Gewinnspiel kaufen. Also das ist Und dieses Freezing ist im Prinzip nur dafür da, dass wir sozusagen proven können, dass dieses NFT nicht im Umlauf war. Das heißt, die Person hat nie Access über ihr NFT verloren. Sie hat nur
das NFT in einen anderen Zustand verlegt, sage ich mal, dass wir es überprüfen können, dass es nicht im Umlauf ist. Genau. Das NFT muss gar nicht die Wallet Du musst verlassen, gar nicht die sondern Wallet verlassen. da ist eine Freeze Authority drauf und die wird dann an die Staking-Plattform übergeben, an den Contract, sodass das NFT nicht bewegt werden darf. Es bleibt in der Wallet, aber kann rein technisch nicht mehr bewegt transfert werden. Genau. So, dass man auch, ganz oft hat man so Discord-Benefits, dass man eine Discord-Mitgliedschaft mit NFTs anzeigt und wenn man das NFT verschicken würde, dann... Exklusive Community sozusagen. Genau, und das halt nicht jeder Zugriff hat. Okay. Faszinierend, was es da alles für neue Ökonomien gibt. Einiges von denen ist, ich glaube, das wird irgendwann auch konvergieren und manche Sachen werden sich ganz stark durchsetzen und andere nicht. Also ich glaube, wir sind in einer sehr experimentellen Phase. Ja. Ist schon sehr spannend zu sehen. Hat natürlich einerseits was für Creator, ne, wie uns, wenn du irgendwie eine Community hast, Ja. kann man mal sagen, okay, ich könnte jetzt hier meine eigenen NFTs, machen auch einige, meine eigenen Tokens und so weiter. Ja. Hat auf der anderen Seite natürlich auch immer so ein bisschen so einen Pump-and-Dump-Beigeschmack. Ne? Also hat man ja auch bei etlichen Projekten gesehen, ja, also von TechLead bis Logan Paul gibt es ja schon dann auch doch Negativbeispiele. Durchaus, ja. Ja, besonders das neueste Logan Paul-Beispiel. CryptoZoo. Ich glaube, da werden wir einiges noch sehen in der Zukunft. Ich finde es auf jeden Fall mal interessant, Einblicke zu bekommen von euch auch. Vielen Dank dafür. Vor allem, was da überhaupt an Ideen kommen. Also ich wäre nicht mal drauf gekommen, auf diese Idee, und ihr implementiert die gerade. Mit 17, muss man dazu sagen. Du wirst hier immer so mit ins Boot genommen, ja, weil hier fast alle sind 17, die in diesem Raum sitzen. Du bist aber schon alt, warst mit 17 aber auch schon am Start. Genau, richtig so. Nein, aber ich finde das sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die Einblicke und ich bin gespannt, was wir noch alles sehen werden. Wir werden jetzt nämlich noch ein bisschen rumgehen und uns mal Projekte ansehen. Und in dem Sinne, Ja, schön, dass ihr da wart, schön euch kennenzulernen. Schön, dass wir da sein konnten. Mal wieder. Und danke fürs Zuschauen. Das war der Morpheus Podcast. Nein, wie machst du eine Abmoderation? das war der Morpheus Podcast. Wie heißt dein Podcast? Nee, es ist für deinen Hauptkanal. Das ist für meinen Hauptkanal. Aber Das war der Morpheus Hauptkanal. Der eigentlich Morpheus heißen müsste. Nein. Anderes Thema. Danke fürs Zuschauen. Einige von euch werden wir gleich persönlich treffen, weil sie brav auf unseren Discord-Servern sind, uns auf Instagram folgen und deswegen wussten, dass wir hier sind extra nach Berlin gefahren und werden gleich mit uns Pizza essen. Genau. Allen anderen Pech gehabt. Folgt das nächste Mal und nehmt euch das Beispiel. Also man kann, es ist wirklich krass und finde ich einfach, wie man heutzutage, wenn man einfach die Lust, die Energie hat und das Interesse, dass man sagt, okay, ich gehe eigentlich ja noch zur Schule, aber ich werde halt schon mal Blockchain-Entwickler. Dann gehe ich auf ein paar Events, bisschen Netzwerken, zack, habe ich einen Job. So kann es gehen. Das waren ein paar spannende Eindrücke von unseren Midcast-Besuchern. Jetzt habe ich hier noch jemanden von Superteam dabei, Noem, der das Ganze hier mitorganisiert und der uns auch hier mitgebracht hat. Was ist das hier für ein Event? Sag mal ein paar Worte dazu. Wo sind wir hier eigentlich? Ja, bei der Buildstation. Das ist ein aktiver Coworking Space, um die Leute zu unterstützen, die interessiert an Blockchain sind, schon vielleicht verschiedene Ideen haben, sich aber auch vielleicht noch nach neuen Teampartnern suchen und ein Ökosystem von Bildern und Creatoren im Internet auf Blockchain und die hier aktiv zu unterstützen, um dann ihr Projekt so erfolgreich wie möglich zu machen. Und ihr hört es auch tatsächlich, hier ist einiges los. Ich muss schon fast ein bisschen lauter reden. Ich hoffe, ihr hört das am Ende auch. Was für Projekte möchtest du vielleicht noch ganz kurz highlighten? Was sind so deine persönlichen Highlight-Projekte? Ist schwierig. Ist schwierig. Vielleicht ein, zwei. Ist schwierig, ja. Also was ich persönlich sehr interessant finde, ist die Richtung, in was wir mit Non-Fungible Tokens noch machen können. In Sachen vielleicht ins Ticketing, wo wir dann auch wirklich da Implikationen finden. Was auch jetzt gerade hier tatsächlich entwickelt wird, was kann man mit beispielsweise Medical Datas machen, also mit Daten für Arztbesuche, die dann beispielsweise über die Blockchain, über die verschiedenen Krankenhäuser direkt geshared werden kann und du mit deiner Wallet selber bestimmen kannst, welche Daten wie geshared werden, encrypted natürlich. Das sind so Projekte, die wir noch noch kommen. Wir haben jetzt so diesen ersten Hype vielleicht mit den Profile Pictures gehabt, aber das ist ja noch viel mehr hinter der Technologie. Und sind schon viele Teams hier am Bauen in verschiedene Richtungen, wie man die Technologie auch für andere Purposes und vielleicht auch wichtigere Purposes nutzen kann. Aber ja, bin mal gespannt, was da alles noch bei rauskommt. Das ist sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall. Ihr seht, diese ganze Technologie ist gerade, auch wenn man es irgendwie anders im Kopf hat, in den Kinderschuhen. Das heißt, da existiert noch nicht so viel, wie wir eigentlich denken. Und es ist noch lange nicht irgendwo, wo man sagen würde,
dass es jetzt ausgreift, das ist marktfertig. Aber wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann hast du jetzt hoffentlich noch ein paar Informationen. Ja, also wie gesagt, wenn Leute interessiert sind an den Blockchain-Themen und wie du es gerade perfekt gesagt hast, wir haben, glaube ich, wir sind noch nicht wirklich weit. Es gibt noch so viele Bereiche der Blockchain-Technologie, die wir noch implementieren können. Wenn man sich dafür interessiert, im Discord jederzeit gut aufgekommen, sind verschiedene Leute sehr aktiv mittlerweile. Fragen stellen, dann haben wir da auch Community Calls, wo wir uns aktiv mit der Community zusammensetzen, haben dann wie gesagt hier auch in Real Life Coworking Spaces, also es passiert schon sehr viel, wo wir einfach die Leute versuchen zu unterstützen und zusammen besser zu werden. Sehr viel Experimentelles, sehr viel Forschung, sehr viel Ausprobieren. Wer darauf Bock hat, findet mehr Infos unten in der Beschreibung. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. War super. Und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.